Willkommen zu unserer dritten Folge beim Fitnesscafé hier bei uns im PF Studios inmitten von Neustrelitz. Heute geht es um unsere dritte Säule, die wir uns hier im Studio kümmern. Und das ist, nenne es immer, das Stressmanagement. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch vielleicht an, weil es auch ein großes Feld viel mit Entspannung zu tun hat. Und jetzt nicht unbedingt, ich gleich vorab sagen möchte, dass jeder Stress ist nicht unbedingt bösartig. Ne? Stress gehört dazu. Stress ist wichtig, dass wir uns entwickeln, vorankommen. Positiven, negativen Stress, Stress, der zu lange zu hoch ist. Aber gehen wir ein bisschen davon Abstand, gucken wir mal grob drauf rein, warum ist es generell für uns wichtig, dass wir hier drüber sprechen und auch Sachen anbieten und Dinge tun, damit es besser wird. Stress ist so bei vielen ein Problem, da der Stress zu lange zu hoch ist. Das haben wir festgestellt bei vielen Leuten, mit denen wir hier arbeiten. Sei es jetzt Leuten, die in der Schule arbeiten, Ärzten, teilweise Leute, die auch im Einzelhandel arbeiten. Oft ist der Stressfaktor inzwischen sehr hoch. Der kommt dadurch zustande, dass wir einerseits auf Online, in Social Media, in den Nachrichten oft zugeballert werden mit Sachen, die uns Sorgen bereiten. Ja, das verursacht schon mal einen großen Stress. Social Media ganz besonders heftig. Ich bin die ganze Zeit im Kontakt mit irgendwelchen Dingen, die wie ich sein muss, Lebensstilen, irgendwelchen Idealbildern, wie ich aussehen muss. Das verursacht Stress. Ich kriege irgendwelche Kommentare, vielleicht unter meine Posts, die mich stressen. Da werde ich kritisiert, das versucht zusätzlich Stress. Dann habe ich noch einen Berufsstress, weil mein Chef verlangt Leistung oder ich bin selbstständig, ich muss Leistung erbringen permanent. Meine Kinder zu Hause stressen mich, weil die Schule eventuell gerade ein großer Faktor ist. Es geht um die Noten, es geht um die weiterführende Schule, wie es weitergeht. Da kommt was zusammen. Und so bauscht sich das auf und der Stressballen wird immer höher. Und dann gibt es Rückenschmerzen. Großes Problem. Viele, die sehr viel Verantwortung haben oder Sorgen haben, die leiden entweder hier im Nackenbereich auch oder im unteren Rücken gerne an Schmerzen. Denn die Folge einfach daraus ist auch, dass der Körper natürlich irgendwie auf diesen Permastress reagiert. Weil Permastress ist für den Körper nicht ideal. Das merkt man dann. Es gibt viele Health-Tracker-Möglichkeiten, auch da guckt man sich das an. Das eine, was gerne passiert, ist oft, dass der Cortisonspiegel dann über lange Zeit sehr stark erhöht ist. Cortison ist ein Hormon. Das ist jetzt erstmal nicht weiter schlimm, theoretisch, aber wenn das lange Zeit sehr hoch ist, dann tut es unserer Regeneration nicht wirklich gut. Und da gibt es dann Aspekte, sei es mit Aggressionsstil steigert, es gibt Sachen mit Entzündungsförderung, die dann passieren können und das merkt man dann. Wir wissen auch, dass besonders hoher Stress über sehr lange Zeit oft ist auch so ein Faktor, der stark darauf auf die Lebenserwartung Einfluss hat. Ne? Also Menschen mit sehr viel Entspannung oder die auch ruhiger bleiben, die leben natürlich deutlich länger als Menschen, die permanent im Stressmodus sind. Da altern wir schneller, wir kriegen schneller graue Haare. Also Stress ist so ein riesiges Ding, wo man gucken muss, das darf nicht permanent riesig hoch sein, das muss in einem Gleichgewicht bleiben. Es muss Phasen auch geben, wo es Erholung gibt, dass wir diese wieder uns schaffen so eine Zeit lang. Sonst rutscht man solche Sachen wie Burnout. Oder noch schlimmer, kriegt andere gesundheitliche Probleme, die einfach gar nicht mehr Management sind, Schlafstörungen etc. Und der Bereich ist deswegen für uns kritisch auch, weil wir nur die Erfolge wenn wir unsere Ernährung stimmen und Krafttraining ordentlich machen, das bringt uns dann nur was auch, wenn irgendwo wir auch uns erholen können. Und wenn ich jetzt in meiner Freizeit oder auch in meinem restlichen Leben, außerhalb hier im Training im Studio, permanent zugedröhnt bin mit stressigen Sachen und gar nicht runterkomme, dann kann mein Körper überhaupt nichts aufbauen. Dann passiert da nichts. Dann macht es mich mehr krank mit der Zeit. Und das ist für uns wichtig, dass wir auch in dem Bereich gucken, was können wir machen? Können wir irgendwelche Habits ändern? Können wir zusammen drüber sprechen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie wir was beeinflussen können? Sei es durch extra Übungen, auch sprechen, was ist dann ein Tagesablauf? Wie sieht es denn aus? Gibt es da Möglichkeiten, wo man etwas anpassen kann? Oder Zeiten findet, die man zusammen versucht umzuplanen, frei macht, dass man ein bisschen, ich möchte jetzt mal sagen, optimiert, dass man sich Freiräume schafft, wo man auch andere Dinge wieder macht, die mir gut tun, die mich runterbringen und euch natürlich auch Möglichkeiten bringen, die zu so einer Entspannung beihelfen, die eventuell auch den Stress bewältigen. Da haben wir zum Beispiel diese Kooperation mit unserem Lomi-Lomi-Partner, dem guten Andres. Sowas zum Beispiel ist was Wohltuendes, was ich mir gut
tun kann, wo es dann auch eine Berührung gibt, wo ich dann eine Massage habe, die mich auch runterbringt, körperlich, aber auch geistig, dass ich mir so eine kleine Oase schaffe. Und da sind wir stark dran natürlich, ja bei uns auch, dass wir immer mehr Möglichkeiten haben, wie mit unserem Spannungsraum, dass man das auch nach dem Training machen kann. Das heißt, Stressmanagement ist für uns ein großes Thema, denn viel Stress, lange Zeit fördert Krankheit, fördert Alterung und wir wollen da auch entgegengehen, weil Longevity ist so ein großes Thema, was ja aktuell bei vielen spricht, also quasi das lange qualitative Leben mit langer Selbstständigkeit, wo ich viel selber machen kann, nicht zum Pflegefall werden muss, und da gehört so ein Aspekt wie Stressmanagement ist ganz oben drin. Viel Stress ist immer gefährlich. So. Da können wir auch in Zukunft drüber ein bisschen sprechen, vielleicht ein bisschen reingucken, was kann man da zu Hause machen für Übungen, was gibt es denn da eigentlich für Hilfsmöglichkeiten mir, was kann mich vielleicht noch mehr stressen, was kann Stress lösen, wie kann ich eventuell Dinge beschränken, ne? Zum Beispiel das Telefon, ne, permanente Erreichbarkeit, was kann ich dagegen tun und wie sind die ersten Schritte dahin, weil das auch nicht leicht ist zum Beispiel, auch das kennen wir auch aus eigener Erfahrung, man möchte ja immer erreichbar sein, aber wie kann ich dagegen vorgehen, was kann ich dann ändern, also all solche Sachen, auch da würde ich gerne in der Zukunft ein bisschen was streuen, ein bisschen drüber sprechen und dann schauen wir mal, dass wir euch da auch was an die Hand geben.